Heute zeige ich dir, wie du deinen YouTube-Kanal im Ranking nach oben bringst. Neben super Content, einem klasse Titel und starken Hashtags ist für YouTube noch etwas ganz anderes wichtig. Und das ist die Watchtime, die du generierst. Wie du das schaffst, dass deine Zuschauer möglichst lange auf deinem Kanal herumstöbern, erkläre ich dir am Schluss und gebe dir auch noch ein nützliches Gratis-Tool mit auf den Weg. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Aber zuerst die Basics. Die richtige Einstellung ist wichtig, also loggen wir uns erstmal im YouTube Studio ein und klicken auf Einstellungen. Hier gehen wir jede Option durch und justieren alles nach unseren Bedürfnissen. An sich nichts Wildes, aber schon hier geht es los mit Hashtags. Hashtags sind natürlich total wichtig, damit deine zukünftigen User dich überhaupt erstmal finden können. Überlege dir, was dein Kanal ausmacht, worum es geht und mach dir eine Liste mit aussagekräftigen Tags. Fällt dir das schwer, gehe einfach in die YouTube-Suche und gebe deine wichtigsten Hashtags ein. Dadurch werden dir Vorschläge mit den relevantesten Suchanfragen gezeigt. Und voilà, schon hast du einen ganzen Haufen an Tags, die deinen Kanal beschreiben. Nimm aber nicht zu viele, um deine Nische möglichst einzugrenzen und bleibe beim Thema. Benutze bei den ersten 3 Worten Variationen deines Hauptwortes und danach Synonyme, also Abwandlungen davon. Ich empfehle nicht die Standardeinstellung zu nutzen, sondern für jedes Video die Hashtags neu zu definieren, da für den Algorithmus die Tags am Anfang die wichtigsten sind. Daher sollten deine Schlagworte, die dein Video genau beschreiben, immer als erstes kommen. Nutzt du nämlich die Standardeinstellung, kannst du deine wichtigsten Worte immer nur hinten anhängen. Trägst du viele Hashtags ein oder hältst du das für überbewertet? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Für deine nächsten Videos gebe ich dir am Ende noch einige nützliche Tipps, wie sie in Zukunft aufgebaut sein sollten, um deine Zuschauer möglichst lange auf deinem Kanal zu halten. Jetzt schauen wir aber erstmal unter Inhalte, wie wir einen vorhandenen Clip optimieren können. Für den Titel suche ich mir immer ein Themenschlagwort am Anfang und 2, 3 kleine Schlagwörter, die ich in den Kontext einbinde. Hier sind das Modus-Wahlrad und dann noch Kamera sowie einfach fotografieren lernen. Den Schluss habe ich in Brackets gesetzt, um ein Preview auf den Inhalt zu geben. Die Klammern sind in der Suche auffälliger, als wenn keine da wären. Wie ein plakatives Thumbnail ist auch der Titel der erste Eyecatcher, den der User wahrnimmt und die wichtigste Masche, um ihn an den Haken zu bekommen. Zum optischen Konsum gibt es umfangreiche Studien, google mal. Aber für uns ist nur wichtig Eyecatcher. Mach den Titel übrigens nicht zu lang, er soll schnell zu erfassen und möglichst nicht länger als 70 Zeichen sein. In der Beschreibung benutzt du dein Hauptkeyword in den ersten 3 Sätzen am besten 2 bis 3 Mal und schreibst aussagekräftig, aber nicht übertrieben. YouTube weiß dadurch besser, worum es in dem Video genau geht. Am Ende setze ich noch 3 Hashtags mit meinen Superworten von eben. Diese erscheinen nämlich später im Video direkt unter dem Titel und sind für die Suche sehr relevant. Jetzt füge ich noch einen Abspann ein. Du erinnerst dich, dass wir User binden wollten? Mit dem Abspann können wir auf ein weiteres Video von uns zeigen und so die Watchtime pimpen. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass man unseren Kanal abonnieren kann. Das gleiche machen wir mit der Infokarte. Wir platzieren sie nach 30 bis 60 Sekunden und machen so schon mal darauf aufmerksam, dass man ein Abo dalassen kann. Schreibe in den Teasertext lieber etwas wie „kein Upload verpassen“, um zu suggerieren, dass ein Abo einen Mehrwert für den Zuschauer hätte. Wenn du nur schreibst, dass es dich freuen würde, wenn er abonniert, ist das zwar sehr nett, aber so richtig was davon haben würde er nicht. Jetzt sind mal wieder Hashtags dran. Wir wissen ja schon, was wir zu tun haben und hier kommen wir zu dem vorhin erwähnten Tool. Alles ist einfacher, wenn man ein bisschen Hilfe an seiner Seite hat. In Sachen YouTube ist das gratis Browser-Plugin TubeBuddy. Ein Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Das Tool hilft dir schon in der kostenlosen Version beim Finden von guten Titeln und Hashtags und ganz besonders bei der Analyse deiner und fremder Videos. Du siehst, wie gut andere Kanäle ranken und warum sie das tun und lernst nebenbei, welche Strategien am besten funktionieren. Außerdem addet es viele kleine Features zu deinem YouTube-Studio und Analysedaten beim Anschauen von Videos, die dir den Tag versüßen. Hier nutze ich die Pro-Version, aber schon der Gratis-Buddy hat viel zu bieten. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Jetzt schaue ich mal, wie mein Video sich in der Suche macht. Das schaut doch schon ganz gut aus. Anscheinend haben wir alles richtig gemacht. Grundsätzlich ist es bei deinen Videos wichtig, sogenannte Engagement Signals zu erzeugen. Das bedeutet, je eher du es schaffst, dass dich jemand liked, kommentiert, teilt oder abonniert, desto höher wirst du von YouTube als relevant eingestuft und besser gerankt. Ergo stehen Videos mit viel Engagement weiter oben in der Suche. Du solltest es als Ziel haben, den User dazu zu bewegen, mindestens 60% deines Videos anzuschauen. Denn ein Video, was nach einigen Sekunden weggeklickt wird, wird als nicht so wertvoll gerankt. Hast du außerdem ein Video, welches die 10-Minuten-Grenze überschreitet, kannst du schneller Watchtime generieren als mit kürzeren Clips. Lange Videos bringen einfach mehr, da sie mehr Content zum Konsumieren bereitstellen. Ist ja ganz logisch. Auch eine Anzahl von mehr als 30 Videos ist sinnvoll, denn viel hilft viel.
Nicht nur, weil du viel Content bereitstellst, sondern weil du mit mehr Videos mehr statistische Daten erheben kannst, was gut läuft und was nicht. Wo kannst du Thumbnails verbessern oder den Titel anpassen? Welche Hashtags sind sinnvoller und welche Beschreibung stellt sich als die beste heraus? Sammle Daten und lerne daraus, was gerade für deinen Channel gut läuft. Gib nicht nach 10 Videos auf, mach erstmal weiter, bis du verstehst, wie der Hase läuft. Am Anfang des Videos habe ich gesagt, dass ich am Ende ein paar Tipps gebe und ein Tool bereitstelle. So habe ich gleich zu Beginn einen Mehrwert für dich erzeugt, wenn du das Video bis zum Ende anschaust. Bist du hier angekommen, hat das offensichtlich funktioniert. Ich schreibe für meine Videos immer ein Skript. Damit bleibe ich beim Thema, vermeide unnötige Pausen, Ams und Äs und bringe Content, der durchgehend relevant für den User bleibt. Diesen peppe ich durch Animation und Bewegung auf, denn ich will den Zuschauer nicht mit statischen Bildern langweilen. Zwischendurch habe ich dich auch immer wieder aufgefordert, Kommentare abzugeben und den Kanal zu abonnieren. Nicht gemerkt? Dann schau es dir einfach nochmal an und dir werden die Stellen auffallen. Und zack, habe ich schon wieder etwas Watchtime generiert. Außerdem ist es für dein Video wichtig, wie wertvoll der Inhalt für andere ist. Das ermisst YouTube auch daran, wie viele externe Quellen auf dich verweisen. Das heißt, wenn jemand deinen Kanal empfiehlt, dein Video in seiner Website einbettet oder in einem Forum erwähnt, wird das registriert und zeigt, dass dein Video anscheinend sehr wichtig sein muss. Also lohnt es sich vielleicht, zum Beispiel eine Facebook-Seite einzurichten, von der Traffic auf deine Videos generiert wird. Es gibt zahllose Möglichkeiten, externe Quellen zu nutzen, also sei kreativ. Am Ende sei gesagt, dass YouTube ein Unternehmen mit wirtschaftlichen Interessen ist. Das bedeutet, dass sie mit ihrem Service, Videos online zu stellen, Geld verdienen wollen. Das passiert durch Werbung und Premium-Abos. Hast du also Content, der Watchtime generiert und Zuschauer bindet, bist du besonders interessant und wirst in den Suchergebnissen nach oben befördert. Du kannst natürlich auch Einkommen durch deine Videos generieren, indem du Affiliate-Link verbreitest. Bares von YouTube selber bekommst du aber erst, wenn du am Partnerprogramm partizipieren darfst. Um dich zu qualifizieren, brauchst du mindestens 1000 Abonnenten und 4000 Stunden angeschauten Content im letzten Jahr. So, das war's mal wieder. War das Video hilfreich für dich oder habe ich etwas vergessen? Hast du wegen all der Tipps jetzt ein neues Video gemacht? Schreib es in die Kommentare, auch andere wollen das wissen. Hat dir das Video gefallen, gib mir ein Like und am besten ein Abo, damit du auch in Zukunft keine neuen Clips verpasst.